Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Heute gibt's Löcher im Bauch wieder. Fragestunde, FAQ, Frequently Asked Questions. Fragen, die ihr uns stellt und tonnenweise davon, die wir hier zusammentragen und die versuchen wir hier zu beantworten in dieser Folge. Wir sind zwei Piranhas von dem Club da, ne, Piranha Bytes, und wir machen hier ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, um euch hier unsere Arbeit ein bisschen näher zu bringen. Und ihr habt Fragen gestellt. Fangen wir an. Genau, ich fange einfach stumpf oben an. Das macht mir das Leben etwas einfacher. Ja. Und zwar, trägt der Björn eigentlich eine Brille? Ja, tatsächlich. Und zwar, das ist Altersweitsicht, ne? Ja. Ja, ich werde dieses Jahr 52 und ich muss auch mal eine Brille tragen, wenn ich vorm Bildschirm sitze, sonst sehe ich nichts. Du siehst so klug aus. Ich sehe so schlau aus, ne? Am besten so, ne? Das ist noch schlauer so. Das ist vielleicht ein bisschen alt. Ja, ich habe eine Brille, aber Lesebrille ist so eine Billo-Brille für 1 Euro oder was, ne? Weil ich kriege alles kaputt, ne? Und ich brauche hier eine Brille am Rechner, ich brauche unten eine Brille für meinen Tablet-PC gewurstelt und so und ja. Eigentlich würde ich auch eine Brille tragen müssen. Muss ich aber nicht mehr, weil ich habe mir die Augen lasern lassen. Oh. Tatsächlich. Ja. Mittlerweile schon 2-mal. Also innerhalb der letzten 10 Jahre. Will ich nicht. Und das ist aber cool. Meine. Ich fand das super cool. Nein? Ich habe fast überhaupt nichts gesehen. Ich war nämlich kurzsichtig im Gegensatz zum Björn. Ja, ich bin Feigling. Und heutzutage, da lasern die auch einfach oben drauf, ne, je nach Verfahren. Ach so. Dann musst du da gar nicht mehr das Auge aufschneiden und so. Ach also komm, ist da. ruf jetzt. Mensch, wir wollen über Computerspiele reden. Das war super. Ja, ich habe eine Brille. Mehrere. Lesebrillen. Bin glücklich mit dieser Entscheidung. Okay. So. Der nächste hätte gleich 2 Fragen. Wo muss man denn die Fragen für eure FAQ-Folgen posten? Ja, hier. Ein Link wäre super. Einfach drunter, ne? Wir gucken alles nach. Ihr braucht keine Links. Wir lesen jeden Kommentar, den ihr unter die Kommentare schreibt, unter YouTube. Das ist auch tatsächlich am einfachsten für uns. Wir suchen zwar auch an anderen Stellen auf Social Media und im Forum gucke ich nach, ob da was Neues gibt, auf Facebook, Twitter und so weiter. Aber am einfachsten ist es natürlich, ihr schreibt die einfach unter diese FAQ-Folge, dann zack, Fragen, dann können wir die da raussammeln und bei den nächsten Folgen oder bei der nächsten FAQ sogar beantworten. Das ist immer klasse. Ja. Die nächste Frage ist, wie lange vorher nehmt ihr denn diese Folgen immer auf? Ja, 5 ist eine gute Zahl, sage ich immer. Wenn man irgendwas festlegen muss, 5 finde ich mal gut. Und wir machen 5 Folgen an einem Tag. Damit investieren wir so einen Vormittag hier mit Aufnehmen und das nehme ich dann mit Recording und tu dann einmal pro Woche ein Video dazu schneiden. Und in den 5 Wochen sammeln wir dann wieder neue Fragen und dann arbeiten wir die ab sozusagen so, ne? Und denken uns neue Fragen aus, die man irgendwie weniger als 100 Leuten fragen kann und so weiter. Das ist so ein fortwährendes Ding. Es gibt keine Folge, die wir veröffentlichen, die älter ist als 5 Wochen, kann man sagen. Ja. Ja. So. Aber kann schon mal sein, dass die 5 Wochen alt ist. Ja. So, ne? Also der Inhalt davon, die Session, die wir da gemacht haben. Entsprechend, wenn ihr irgendwelche Fragen stellt, kann es einfach auch eine Weile dauern, bis die dann irgendwann beantwortet werden. Einige wiederholen sich ja auch. Wir beantworten auch gerne wiederholt Dinge, die öfter gefragt werden. Aber da muss man einfach ein bisschen Geduld mitbringen, aber kommt schon irgendwann. Ja. Die nächste Frage, die geht eher in deinen Bereich. Ich lese sie mal komplett vor, weil ich das so schön fand. Werden denn alte Soundtracks aus Elex 1 auch in Elex 2 zu finden sein? Das könnt ihr euch ja im Spiel jetzt sogar selber schon anhören. Ich war und bin großer Fan der Musik im ersten Teil. Sie war sehr kreativ und immer irgendwie passend zur Umgebung gestaltet. Außerdem erzielte sie auch eine Spannung und man fühlte die kreative Motivation, die dahinter steckte. Großes Lob an Björn. Dankeschön. Ja und ja. Also ich habe auch ein paar ältere Sachen noch
die ich cool fand, noch drin gelassen. So Ambient, Location-Musik, vor allem die an Stränden waren. Wir haben sehr wenig Strand, sag ich jetzt mal, jetzt bei Elex 2. Und da dachte ich benutze die einfach nochmal. Hab die nochmal ein bisschen überarbeitet, aber im Grunde genommen ist es das. Und ansonsten so etwa 7 Stunden Musik habe ich gemacht. Das meiste habe ich als Vorlage oder als Guideline das genommen, was ich schon bei Elex 1 gemacht habe und habe mich da ganz, ganz eng dran orientiert. Ein paar Charaktermusikstücke, wie zum Beispiel Charaktere, die wiederkommen und zu denen ich schon mal Musikstücke geschrieben habe, die ich wieder eingebaut habe, Nasty und Kaya, die habe ich jetzt nicht neu gemacht, so, sondern die, damit man da so einen Wiedererkennungswert hat. Aber ansonsten habe ich alles nochmal komplett überarbeitet und habe aber trotzdem den Style beibehalten. So, das ist auch nicht so einfach. Man möchte ja immer irgendwie was Neues und dann rumwerkeln und irgendwie noch einen neuen Drall reinkriegen und so weiter. Aber im Grunde genommen ist es so im Geiste da bei dieser Style geblieben. Die Style-Geschichte ist dieselbe. So, ne? Was ja auch Sinn macht, weil, wenn man jetzt zum Beispiel guckt, bei Star Wars zum Beispiel, man erkennt quasi die verschiedenen Charaktere ja dann auch am Musikstück wieder. Oder du kannst sogar Dinge ankündigen, dann ahnt der Spieler schon, was kommt, nur dadurch, dass sich die Musik ändert oder solche Sachen. Guck mal, die Serie Boba Fett, dann wisst ihr, was sie meint. Ne? Ja, genau, also so. Musik macht da ganz viel mit Wiedererkennungswert und den zu haben überhaupt ist ja schon ein Wert. Ja, also wenn man sich einmal so ein Spiel erarbeitet hat, und bei Elex mussten wir ja einen kompletten Brand neu etablieren, da kann man durch Musik natürlich auch viel machen, dass dann erst dieses Ohrwurmige vielleicht auch entsteht oder dass man sagt, ach, da fühle ich mich heimisch oder sowas, weil man es schon mal hatte. Das klappt beim ersten Teil natürlich noch nicht. Und das ist auch eine Errungenschaft, die es beizubehalten gilt. Ja. Ja, cool. Dann haben viele Leute gefragt, das habe ich öfter gelesen, ich möchte euch gerne unterstützen, wo soll ich denn dafür das Spiel am besten kaufen? Also im Sinne von, wo bleibt am meisten bei euch hängen? Und einige haben wir auch so schon beantwortet und beantworten das eigentlich immer. Also erstens, jeder da draußen, der der Meinung ist, er möchte unser Spiel Vollpreis kaufen, ist schon die größte Hilfe. Ja. Ja, egal wo. Also wenn ihr das Spiel irgendwie in eurem Lieblingsladen um die Ecke oder digital irgendwo zum Vollpreis kauft, dann bleibt doch am meisten hängen. Das kann man generell so sagen. Da müsst ihr euch gar nicht irgendwie einen speziellen Shop für aussuchen oder sowas in der Art oder sagen, was denn jetzt wirklich besser, Steam oder GOG oder so, sondern nehmt ruhig das, was ihr am gängigsten benutzt. Das ist doch schon super für uns. Ja? Ihr kauft unser Spiel, yay! Geil, ja. Und wenn ihr euch das momentan nicht leisten könnt, ist das auch überhaupt nicht tragisch für uns. Dann kauft ihr es eben im Sale. Auch das ist eine Hilfe. Jede verkaufte Einheit ist eine Hilfe. Und selbst wenn das gerade nicht geht oder ihr sagt, nein, ich wollte jetzt aber noch so viele andere Spiele und ich schaffe das gar nicht, dann hilft es uns auch noch, wenn ihr es einfach weiterhin auf der Wishlist behaltet oder auf die Wishlist drauf tut, dass man wenigstens sieht, aha, da ist Interesse da. Jeder Support ist für uns wichtig und richtig und toll. Allein schon, dass ihr so ein Video hier liked, hilft uns. Ja? Vielen Dank dafür. Genau, ja. Ihr seid super fleißig beim Kommentare schreiben, beim Anschauen, beim Liken, beim Zocken und das ist alles ein Riesensupport für uns. Also macht das ruhig so, wie ihr das könnt und meint und wir freuen uns einfach über alles, was da ist. Auch eine schöne Frage, geht dann mehr ins Detail, und zwar bei den ganzen Plattformen frage ich mich, wie aufwendig es eigentlich ist, ein Spiel auf so vielen Plattformen gleichzeitig zu portieren und auf welcher Plattform wird das Spiel grundsätzlich eigentlich entwickelt? Okay, entwickeln tun wir primär auf dem PC, das heißt, wir bauen das Spiel, die ganzen Content-Leute und auch Programmierer im Wesentlichen arbeiten auf dem PC erstmal. Und dann wird das portiert, aber auch schon parallel. Das heißt also, die primäre Plattform ist PC und danach kommen die beiden großen, PlayStation und Xbox so. Und bei Elex 2 hatten wir sogar noch die Last-Gen-Konsolen dabei, Xbox One und PlayStation 4. Ne? Und das sind halt die Sachen, die dann auch tatsächlich sehr lange Zeit brauchen, um
dann portiert zu werden. Und das passiert dann so im letzten Drittel, sage ich jetzt mal, des Projektes, wo man sich dann auch vornehmlich dann mit einem Team, dem Tech-Team dann zusammensetzt und die Sachen dann umsetzt, portiert, weil erst wenn die Daten alle da sind, dann sieht man auch, welchen Speicherverbrauch man da benötigt und welche Performance man da erreichen kann. So, das muss man an einer gewissen Stelle dann irgendwo festlegen und dann auch entsprechend umsetzen und dann zum Laufen kriegen. Ja, und das wird auch bis zuletzt dann noch angefasst. Die interessantere Frage wäre dann nämlich vielleicht, wo läuft das Spiel am ehesten? Ja, und da muss man sagen, selbstverständlich läuft es von vornherein auf dem PC, weil das unsere Hauptplattform ist und da läuft es die ganze Zeit und da entwickeln wir dann alles Mögliche drauf. Und als nächstes lief Elex 2 auf der PlayStation 5 und Xbox Series X und S, weil die einfach mehr konnten. Fette Maschinen, ja. Und da haben wir das Spiel dann natürlich auch schneller zum Laufen gebracht. Ja, und als Schlusslicht kamen dann die alten Konsolen. Schlusslicht gemeint mit, dort haben wir das Spiel als letztes zum Laufen gebracht. Und die meiste Arbeit investieren müssen, weil man da optimieren muss, um es auf den alten Kisten zum Laufen zu bringen. Ganz genau. Und die Leute denken manchmal, das ist genau andersrum. Das stimmt aber nicht. Ne? Nur weil wir darauf schon mal portiert haben, heißt es nicht, dass es deswegen einfacher war. Sondern eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Die neueren waren etwas einfacher, weil die mehr können. Und bei den älteren Konsolengenerationen muss man dann einfach noch mal mehr Arbeit reinstecken, damit das funktioniert. Man muss ja sagen, der PC kann immer am meisten. Ist so, ja. Klar. Ja. Am Ende so. Spätestens ein Jahr, nachdem die Konsolen raus sind, weil die Konsolen sind die Konsolen. Es gibt auch Updates, eine Pro-Version oder sowas, ne? Hardware-mäßig, aber der PC, der ist ständig in Entwicklung und immer High-End. Ne? Ist halt so. Ja. Okay. PC Master Race. Wo kann man denn euch mal im Real Life wiedersehen? Oh, ja. Spannende Frage. Ja. Und jetzt überlegst du, wann diese Sendung ausgestrahlt wird. Ja, aber ich glaube, das ist total cool. Da steht da. Ja, alles super Zumindest, cool. wo es geplant ist. Denn wir haben tatsächlich ein bisschen was geplant dieses Jahr wieder. Yay! Zumindest Real geplant. Life. Ja, genau. Also wir gehen mal davon aus, dass es auch alles funktionieren wird. Und dann könnt ihr uns im Juli. Nee, war schon falsch. Im Juni. Die nächste Gelegenheit, uns im Real Life zu sehen, ist voraussichtlich im Juni zu Pfingsten auf der FedCon in Bonn. Ja. Da machen wir nämlich einen einstündigen Vortrag über Science Fiction in Rollenspielen. Und wir möchten dieses Jahr auch gerne wieder auf die Gamescom gehen, ne? Also wenn wir auf einer Veranstaltung sind, würden wir das aber auch nochmal explizit auf Social Media dann ankündigen. Ja. Wenn ihr das verfolgt oder uns einfach da Follow lasst, dann kriegt ihr das bestimmt mit, wenn wir irgendwo sind. Und wir freuen uns natürlich auch riesig, das ein oder andere Gesicht dann dort live vor Ort zu sehen, wenn ihr uns besuchen kommt und mal Hallo sagt. Was mich mal brennend interessieren würde, fragt hier einer, wie geht es euch denn damit, wenn das eigene Spiel von jemandem schlecht bewertet wird? Ja. Passiert halt, ne? Das ist halt eine Meinung. Und wir hatten letzte Woche eine Folge gemacht, Everybody's Darling. Da haben wir besprochen, ob wir den Mainstream bedienen wollen oder nicht, ob wir allen gefallen wollen und das unsere vorrangigste Triebfeder sei. Das ist sie nicht, sondern wir bemühen uns um uns selbst. Das heißt, uns müssen die Spiele selber gefallen. Wir finden Spiele so, wie wir sie machen, cool. Und das heißt zwangsläufig, dass es auch Menschen gibt, die das nicht cool finden. Und es gibt auch Gründe dafür, warum. Und wir respektieren das, finden das okay. Heißt für uns natürlich, dass man lieber schöne Kritiken liest als schlechte Kritiken, völlig klar. Und über viele Sachen, die berechtigt sind, ärgern wir uns selber am meisten drüber, wenn sie so sind, wie sie sind. Weil wir vielleicht ein paar Sachen nicht so geschafft haben, wie wir es uns vorgenommen haben, oder vielleicht auch irgendwo auf Holzweg waren, wo wir sagen, da könnte irgendwie, da haben sie recht, da müssen wir das nächste Mal darauf achten und so weiter.
Das nehmen wir dann aber auch alles uns zu Herzen und gucken halt, dass wir immer das beste Ergebnis erzielen am Ende des Tages. So. Ich glaube, da liegt aber auch der Hase im Pfeffer. Auch bei Bewertungen zum Beispiel, also ihr habt eine Meinung zu vielen unterschiedlichen Sachen, aber auch zum Beispiel die Presse hat eine unterschiedliche Meinung, irgendwelche Influencer haben unterschiedliche Meinungen und so. Und uns geht das immer so, Kritik kann manchmal super brauchbar sein an den Stellen, an denen die Dinge gesehen werden, wie sie sind. Das heißt, wenn eine Kritik fair ist, nichts ist perfekt, dann ist das super hilfreich manchmal sogar und wird auch gar nicht schlecht aufgenommen von uns. Ne? Das heißt irgendwie, ja, da kriegen sie Punktabzug, weil das und das haben sie halt irgendwie nicht gemacht oder irgendwie, ne? Dann ist das etwas, wo wir sagen können, ja, stimmt und so, gucken wir uns vielleicht nochmal an oder ja, war auch mit Absicht so oder was weiß ich. In dem Moment, wo man am meisten sag ich mal, enttäuscht ist eigentlich die Kritik, die völlig unfundiert und undifferenziert daherkommt. Oder unfair. Unfair ist, genau. Also das heißt, wenn man falsch kritisiert wird, zum Beispiel, wenn Leute dem Spiel etwas vorwerfen, was gar nicht so ist, zum Beispiel. Oder was jeder benutzt und jeder macht, nur wir dürfen es nicht, weil das jetzt irgendwie sich einer so ausgedacht hat und da drauf rumgebasht wird. Das ist dann nicht fair. So, ja, ne? Richtig. Das sind eigentlich die Kritiken, die am meisten fuchsen. Obwohl es natürlich nicht so sein sollte, weil das ja dann auch undifferenziert ist. Aber trotzdem bleibt das dann an einem hängen und da macht man sich dann oft auch noch Gedanken drüber und würde sich mehr differenzierte Kritik an der Stelle wünschen. Aber das ist, glaube ich, geht auch jedem da draußen so, dann muss man halt auf das gucken, was gut funktioniert und sich daran auch messen lassen. Und es ist schon wichtig, dass euch das Spiel auch gefällt, so ist das ja nicht. Ja, klar. Spielt ihr euer Spiel nochmal, wo es jetzt raus ist? Ja, ganz bestimmt sogar. Jetzt sofort vielleicht noch nicht, ja, aber irgendwann mache ich das auf jeden Fall, weil man in der Zeit, wo man das nächste Spiel macht, geht eine lange Zeit ins Land. Wir machen ja immer so einen Zyklus von 3 oder mehr Jahren pro Spiel, so, ne? Und dann vergisst man vielleicht auch das eine oder andere, was man selber da mal fabriziert hat. Und dann ist das schon immer hilfreich, mal sich sein eigenes Spiel nochmal anzugucken, um es dann mit dem zu vergleichen, wo man gerade steht. Und was wir vor allem sehr häufig machen, ist während der Entwicklung uns Streams angucken, wie andere unsere Spiele spielen. Das tun wir ständig und das finden wir auch sehr spannend und beschäftigen uns auch sehr viel damit. Also ich spiele es gerade, aber tatsächlich immer so ein bisschen, alles geht so ein bisschen vor und wenn ich dann irgendwelche Zeitlücken habe, dann spiele ich immer so ein Stückchen weiter. Deswegen zieht sich das jetzt ewig, bis ich irgendwann mal durch bin. Aber ich hatte das tatsächlich mir ganz fest vorgenommen, das Spiel nochmal fertig durchzuspielen. Das hilft nämlich auch. Man vergisst vieles, was man schon gemacht hat oder was man vielleicht besser machen müsste eigentlich und so weiter. Ganz genau. Und dafür lohnt es sich schon, das dann auch zum späteren Zeitpunkt nochmal anzugucken, weil man sich durch die eigene Arbeit sogar inspirieren lassen kann. Das ist, man kopiert sich selber. Ja, das stimmt. Ja, schon. Ja, machen wir auf jeden Fall. Ja. Genau. Nächste Frage. Hört ihr auf mit Piranha Becken TV jetzt, wo Elex 2 raus ist? Nein, auf gar keinen Fall. Wir machen das weiter. Wir haben ja auch schon, sage ich jetzt mal, kurz nach Veröffentlichung von Elex 1 angefangen, Piranha Becken TV zu machen. Ich glaube, direkt im anschließenden Jahr haben wir irgendwann damit angefangen. Ne? Und um euch mit zu begleiten halt, ne? Und eure Community Fragen zu beantworten, um Community-Arbeit im Allgemeinen zu machen, weil man kann sehr viele Dinge hier abbilden, sehr viele Sachen sammeln und geballt euch zeigen, euch erzählen und sich auch auf eine gewisse Art und Weise informieren, ne, dass wir halt sagen, was wir denken, was jetzt der aktuelle Stand ist in unserer Firma und so weiter. Das ist auf jeden Fall eine sehr wertvolle Sache für uns und hat sehr viel Ruhe reingebracht. Ja, in der Öffentlichkeitsarbeit, dass ihr eigentlich immer genau wisst, wie wir ticken, wo wir gerade stehen, was genau gerade ist und so und dass wir halt ein und dieselbe Frage nicht an 15 Stellen beantworten müssen und dann nochmal und nochmal, sondern dass wir das hier zentral irgendwie machen und das hilft uns sehr und spart uns sehr viel Arbeit tatsächlich, auch wenn das nach viel Arbeit aussieht, was wir hier machen, ne? Weil wir kriegen ja immer zu hören, ja, dann arbeitet doch mal ein bisschen härter an eurem Spiel, anstatt hier eure Videos da, das ist doch, ne? Ja, aber wenn wir das nicht machen, dann machen wir was anderes, weil wir müssen es machen. Wir können uns nicht zurückziehen in unsere Garage, ne?
und unsere Keminate und uns gar nicht melden, dann kommt sofort die Kritik so, von euch hört man ja nichts mehr, ihr kümmert euch nicht um die Community. Das ist dann die Kehrseite der Medaille. Und das wollen wir nicht. Und deswegen machen wir das so. Das machen wir auf jeden Fall weiter. Ja, so wie wir das können. Genau. Wir haben ja nach Release von Elex 1 angefangen quasi mit diesem Format. Ja. Ne? Das machte einfach Sinn und macht auch Spaß. Ja. Ne? So. Und last but not least, bildet ihr euch eigentlich weiter? Und wenn ja, wie? Es gibt unheimlich viele gute Sachen, die man sich angucken kann. Spiele, die man sich angucken kann. Wir spielen sehr viel Spiele, die so ähnlich sind wie das, was wir selber machen. Ja, da lernen wir eine Menge dran. Und handwerklich sind wir auf sehr vielen Lehrgängen und lernen auch über unsere eigentliche Aufgabe, die wir haben, hinaus bilden wir uns auch weiter. Das heißt zum Beispiel so Sachen wie, wenn ich gerne ein bisschen mehr über das Cineastrische lernen will, weil ich auch Cutscenes baue oder sowas, ja, dass ich mich dann damit beschäftige und so. Es gibt sehr viele schöne Kurse auch auf YouTube oder sonstige Geschichten. Aber es gibt auch tatsächlich Lehrgänge, wo du sagst, da gehe ich hin, da mache ich eine Schulung oder eine Weiterbildung und so weiter. Das machen wir tatsächlich. Und das bezahlt dann auch die Firma und solche Dinge. Das machen wir. Ja. Sehr häufig sogar. Mhm. Weil die Technik bleibt nicht stehen. Ne? Und die Produkte da draußen, die werden immer besser, meiner Meinung nach. So, ja, nicht das Gegenteil. Früher war alles besser, finde ich nicht. Ich finde die Sachen, die heute rauskommen, die werden immer besser, auch handwerklich vor allem. Mhm. Ne? Und da muss man mithalten können und deswegen hat man sich gefälligst auch als Softwareentwickler, als Spieleentwickler sich auch weiterzubilden. Jetzt versagt auch meine Stimme. Jetzt kriege ich einen Frosch in den Hals und das ist ein gutes Indiz dafür. Jetzt, Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha-Byten TV. Genau, bis bald, bis nächste Woche. Macht's gut und man sieht sich. Tschüss. Tschö. Das kommt genau richtig jetzt, der Frosch im Hals. Muss mal was trinken? Ja, mach ich mal.